everyone, this is Mike again for you with another vlog, and today I'm going to buy 14 or more Datejust models. So I will take you guys with me and show you the whole ride. So let's go. I'm getting ready real quick. I want to show you one new fragrance and it is called Stramonio from Canto V. If you know the scent Baccarat Rouge, then you will like this one. It's pretty much the same, just more intense and stronger. If you're interested, then just check the link in the description. And this choice I'm going to talk about with Nico from Stuttgart. This week I'm traveling some fragrances and maybe also watches. I don't know yet. This is the plan for now, and right now I'm going to meet the wholesale dealer who wants to sell me the 14 pieces. So let's see what kind of models he's got. Oh, Polizia. Normally on this spot they had me twice, but not this time. So let's hope all watches are with stickers. Right now it just takes about 10 minutes and then I'm with Aziz and then let's move on. Jetzt bin ich hier mit Aziz Karaoglu, den kennt ihr mit Sicherheit schon aus ein paar anderen Videos von mir. Bis jetzt warst du immer nur im Hintergrund, zum Beispiel bei dem Sido-Stream und so weiter, und die Leute haben schon ein bisschen nach dir gefragt. Du kommst eigentlich aus dem MMA-Sport, richtig? Richtig, ja. Da ist er auch bekannt geworden, und heute sitzen wir hier, um ein paar Themen zu besprechen, die die Community als Frage gestellt haben. Das hat alles mit dem Thema Sicherheit zu tun. Alles, was mit mir zu tun hat, sagen wir mal, wenn ich irgendwo hinreise, wenn wir wichtige Sachen haben, so wie auch gleich die Abholung, dass du immer dann mich begleitest und dich darum kümmerst, dass halt alles gut abläuft. Ne? Ganz wichtig. Wir haben folgende Fragen aus der Community bekommen und mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, wie du das Ganze einschätzt. Also als erstes hat einer die Frage gestellt, wie sicher ist es, mit einer 10.000 Euro Uhr in einer deutschen Hauptstadt am Handgelenk rumzulaufen? Als eine erwachsene Person sehe ich das jetzt kein Problem, weil es gibt jetzt mittlerweile jetzt auch die Jugendlichen, die sich gerne eine Uhr kaufen. Das ist auch die richtige Entscheidung, ist eine gute Anlage. Aber ich würde keinem 18- oder 17-Jährigen empfehlen, jetzt alleine nachts durch die Altstadt zu laufen. Altstadt ist immer so ein Brennpunkt, und da müsste man echt aufpassen. Wenn man jetzt natürlich mit 3, 4, 5 Freunden unterwegs ist, ist das schon okay. Aber sonst sollte man schon vorsichtig sein. Auf ein paar Kleinigkeiten muss man schon achten. Was würdest du jemandem empfehlen, der 2 oder mehr Uhren zu Hause hat? Ja, das Problem ist wirklich tatsächlich, was viele nicht wissen, ist meistens, wenn zu Hause eingebrochen wird, eine bestimmte Prozentzahl, es ist so, dass es vom nahen Umfeld passiert. Dass zum Beispiel Leute, die kennen mich und sagen jetzt, ja, der Aziz ist jetzt auf einer türkischen Hochzeit oder irgendwo, und das sind dann Bekannte, und dann kommen die tatsächlich bei dir zu Hause rein und rauben dich aus. Die ganz genau wissen, die ganze Familie ist auf einer Familienfeier oder auf einer Hochzeit. Dann gibt es natürlich die zweite Variante, das sind dann professionelle Leute, die einbrechen. Wie du auch bei mir siehst, ich habe eine schöne Kamera hier. Ja, überall. Überall Kameras, das ist ganz wichtig. Und man sollte halt die Fenster absichern und man sollte unbedingt, wenn man jetzt mehr als 2 oder 3 Uhren hat, entweder bei Verwandten lassen, die zu Hause sind, oder tatsächlich in der Bank in einem Schließfach verschließen, weil es einfach sehr oft passiert. Hauseinbrüche passieren sehr oft. Tatsächlich, ja? Sehr oft, ja. Was würdest du allgemein jungen Leuten raten mit dem Umgang jetzt mit solchen teuren Sachen, sagen wir mal Thema Social Media, Posten und sowas alles? Ich glaube, das ist unvermeidlich, also das machen ja alle. Also, auch wenn sie das jetzt nicht tun würden, am Arm, man beobachtet ja die Leute in ihren Videos. Da finde ich interessant, dass du das sagst, dass du jetzt nicht von Haus aus sagst, das geht nicht, aber so. Das ist unvermeidlich, nee, würde ich gar nicht sagen, weil meine Meinung ist halt auch, wir haben ja oft darüber gesprochen, dass die beste Anlage eine schöne Uhr ist. Ja. Es macht Spaß und ist eine gute Anlage, und auch für die Jugendlichen, dass sie lernen, damit umzugehen. Aber wie gesagt, ich würde Jugendlichen empfehlen, bei bestimmten Partys oder so die Uhr halt nicht anzuziehen. Wenn jetzt viel Alkohol getrunken wird und viel gefeiert wird, exzessiv, dann würde ich sagen, lieber nicht anziehen. Aber wenn man jetzt mal zu einer Familienfeier geht und wirklich ein Umfeld hat, wo viele bekannte Leute sind, dann würde ich die anziehen. Warum sind Uhren allgemein so attraktiv für Diebe? Wenn du jetzt in eine Bank reingehen würdest, ja, Bankräuber, die setzen sich ja einer sehr großen Gefahr aus. Verhaftung, überall Kameras, Zeugen und. Aber wenn die sich jetzt eine Person auspicken, es gibt halt wirklich Organisationen, es gibt wirklich Leute, die darauf spezialisiert sind, Leute auszurauben. Dann suchen sie sich einen aus, und wenn der richtige Zeitpunkt am richtigen Ort, dann kriegt das fast keiner mit. Das haben wir auch schon mal miterlebt, weißt du ja? In einer Tiefgarage im Auto mit einer bestimmten Person, den Namen möchte ich hier nicht nennen, der auch ausgeraubt worden ist, und tatsächlich ist es schnelles Geld einfacher als ein Bankraub. Deswegen ist es sehr interessant. Den kannst du um ein Handgelenk binden und dann bist du weg. Ja. Zum Thema Selbstverteidigung jetzt. Was würdest du jetzt jemandem allgemein raten zu dem Thema? Also
Das ist echt ein Problem, weil dazu komme ich gleich nochmal. Da habe ich eine gute Idee. Nur, ich habe das schon so oft gesagt, es gibt so viele Selbstverteidigungskurse, aber wenn jetzt ein Profi kommt, wie ich jetzt zum Beispiel, ich behaupte, dass diese Person absolut keine Chance hat. Wer? Zum Beispiel du auch. Egal. Also das könnte auch einer sein, der wirklich Krafttraining macht, der 100 Kilo wiegt. Ich behaupte, ich würde ihn wirklich zu Boden bringen und ihn ohne zu schlagen, ohne schwer zu verletzen, ich würde ihn zwingen, die Uhr ausziehen. Und wenn du möchtest, können wir mal das ausprobieren. Ne? Deswegen, Mann, empfehle ich dir das hier. Okay, Pfefferspray, ja? Ja, weil wenn du wirklich in so einer Situation bist, wo es dir so mulmig ist, Ja. du steigst aus dem Auto und sagst, ey, da steht ein komischer Typ. Das ist ja schon öfter passiert. Ja. Man hat dieses Gefühl. Dann siehst du das und dann tust du ihm das einfach ins Auge. Okay. Und das würde auch bei mir wirken. Okay, ja, okay, das Ja. wirkt bei jedem gleich. Ja, auf jeden Fall. Also wenn jetzt einer versuchen würde, auch eine Person X, die Ja. jetzt kräftiger ist und die viel Sport macht, mich anzugreifen, ich glaube, dann hätte er noch mehr Schaden davon. Wenn er mir das ins Auge sprüht, bin ich erstmal außer Gefecht. Okay. Tatsächlich. Ja, ich meine, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Lust darauf hättet, dass wir beide ein Video drehen, in dem er mich dazu zwingt, eine Uhr auszuziehen. Ja? Das wird mit Sicherheit lustig. Ich würde viel darauf wetten, ja. Du könntest dir aber auch noch eine zweite Person bringen, die vielleicht etwas mehr wiegt und etwas kräftiger ist. Dann Ja, können wir nicht das auch gegen aus- mich, vielleicht halte ich auch durch. Das kann sehr gut sein. Man darf sich nicht Mental, täuschen. ja, ich bin mental sehr stark. Ja. Erstmal vielen Dank. Wir ziehen jetzt weiter. Wir haben den Termin mit dem Großhändler in unserem neuen Büro. Da treffen wir uns jetzt und ich würde sagen, wir fahren mal rüber. Alles klar. And the deal is done, yeah. So what is the plan right now? This is everything I bought. Yeah, we have a couple of Datejust models. Some of them you can see here. They are with stickers, at least let's say 30 to 45%. Then I also bought some vintage models. So let's go through the whole collection and I will show you, what kind of dials I bought and what is the plan, because I have an awesome plan. I have one dealer from it. I will tell you later. Okay, so let's first unpack all the watches. Okay, so here we are. I've bought 21 Datejust models from all different ages, from the 80s. For example, this one of the best sellers, 1603. This one is a beautiful watch. And I also bought some bezels, for the Pepsi GMT Master vintage one. So the nice thing is that all these watches are new, also with the new warranty card. Yeah, this is one special thing. Normally the old card looks like this. This is not a bad thing, but if you have the possibility and you get the new card, this is a good way to start. And 30 to 40% of the watches are full with stickers. So you have a brand new watch like this one, for example, with the rhodium dial, and it has full stickers all over the watch. What I will do with this, of course, for example, this one is a really nice set, vintage Datejust in 36mm. This I will just put online. We have here all the hang tags, the original papers, and also the full documentation with booklets and all this kind of stuff. This is pretty awesome. For the other watches, I have to say, if you check all the merchandise, then of course the blue dial or the black dial, rhodium dial, these are all popular models, but for the white ones, these are the cheapest one. What I will do with this, I have one guy. So if you check all the merchandise, you will see that I have some white and silver dials. Of course, blue or black, this one sells like this, so I will just put it online. But I have found one manufacturer for special dials, and I will show you. I will get green, gray, and also the platinum blue with Arabic dials, and this I will put here on the white and silver ones, so you have the possibility to switch. Either you choose the white dial or the aftermarket version. And this is a nice thing. If you are interested in these watches, just go on the website. I have to say that in this price range, in the region of 8 to 9,000 euro, these watches are the best sellers. Yeah, the Datejust models. A lot of people like them. Here we have the version with the steel bezel. It's a little bit cheaper than the white gold. I have to say, let's say 2,000 euro. And if you are starting your journey to buy watches, then I would recommend this. For the white gold bezel, my personal opinion is that I like the Oyster bracelet a little bit more. You know, it's more masculine. For the lady watches, you can choose the Jubilee one. It's more nice in my opinion. Overall, you don't need to follow the trend always. That's why if you want the Oyster bracelet, don't go for the Jubilee one because everyone is buying it. Buy the version you like. So yeah,
this is the plan for now. We are heading now over with Aziz to the bank, and we will put everything away in the vault. This is the plan for now. Thank you very much for watching. If you like the content, please leave a like and subscribe to the channel. And this week we have a lot to do. Yeah, I'm heading over to Frankfurt for an interview with Azad. Yeah, he is a German musician, a famous one. I know him since I'm 10, so you can imagine. This is really a big thing for me. Then I will also meet Papa Platte and Nico once again. We're also doing some videos for fragrances. And on Saturday, Sunday, I'm going to be live. Yeah, I'm coming for you, David Dobrik. I'm watching all his video. At the moment, it's I think he has 621 or 23 videos online, and I'm going to watch them hopefully once. Okay, these are approximately 35 hours, and I will put 1.25% speed. So if you want to join me, follow me on Twitch. And this is the plan for now. So I need to hurry a little bit to the bank. So thank you very much for watching. Bye.